Das neue Focus VAM Square SL kostet in der 9.8er Version 6.899 € und wir klären in dem Video nicht nur, wie der Schlitten fährt, sondern auch, für wen ein EMTB mit nur 130 mm Federweg überhaupt die richtige Wahl ist. Auch wenn das Bike hier dem Focus Jam Square SL verdammt ähnlich sieht, ist das Bike eine komplett eigenständige Neuentwicklung, bei dem Focus das Hauptaugenmerk vor allem auf das Thema Leichtbau gelegt hat. Die Top-Version des VAM Square SL kostet über 10.000 €, wiegt aber auch nur 16,2 Kilo laut Focus. Und das ist tatsächlich ein Benchmark-Wert für ein Bike mit einem Fazua Ride 60 Motor. Aber auch die 9.8er Version ist über 1 Kilo leichter als das Focus Jam Square SL in derselben Preisklasse, das wir auf dem Kanal bereits getestet haben. Das Erstaunliche dabei ist, dass die Ausstattung bis auf die Gabel und das Profil der Reifen nahezu identisch ist. Der Gewichtsunterschied muss also zum großen Teil auch vom Chassis herkommen. Und der Blick auf die Details verrät auch, wo der Rahmen abgespeckt hat. Während das Jam Square SL noch 4 Gelenke am Hinterbau hatte, spart sich das VAM Square SL den Lagerpunkt in der Kettenstrebe. Focus lässt dafür, wie viele andere Hersteller auch, den Hinterbau etwas flexen, sobald der Dämpfer einfedert. Außerdem hat das Focus VAM Square SL in der Preisklasse unter 7.000 € bereits den Modellzusatz 9 im Modellnamen. Und der 9er kennzeichnet bei Focus immer die hochwertigste Carbonfaser. Das Jam Square SL in dieser Preisklasse hat noch einen Rahmen mit 8er Carbon und ist deshalb auch etwas schwerer. Und des Leichtbauwegens verzichtet man beim neuen Focus VAM Square SL auf einen entnehmbaren Akku und setzt stattdessen auf eine Ladeklappe am Sitzrohr, um den 430 Wattstunden Akku wieder mit frischem Strom zu versorgen. Mit dem geschlossenen Unterrohr lässt sich der Rahmen leichter konstruieren als mit dem Unterrohr, das eine große Öffnung für die Akkuentnahme hat. Und übrigens, aktuell gibt es für das Fazua-System keinen Range Extender, um die Reichweite des Bikes zu erhöhen. Man munkelt aber bereits seit letztem Jahr, dass Fazua so ein Teil bereits in der Schublade liegen hat. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Münchner Motorenhersteller den Range Extender für dieses Bike auf den Markt bringen wird. Was ebenfalls neu ist, ist die Zugführung am Steuersatz. Hier geht Focus nämlich nicht mehr wie früher durch den Vorbau, sondern lässt die Züge am Vorbau vorbei im Steuersatz verschwinden. Das erleichtert vor allem das Verstellen des Vorbaus oder das Austauschen des Vorbaus. Treu bleibt man dagegen der Option, den Lenkwinkel durch das Drehen der Steuersatzstahlen mit wenig Aufwand verstellen zu können. Schon auf dem ersten Meter auf dem Trail wird klar, dass der Motorhersteller Fazua das Thema Light EMTB etwas anders definiert als sein Mitbewerber TQ. Denn der Motor schiebt nicht nur unten raus deutlich kräftiger beim Anfahren, sondern hat auch oben raus spürbar mehr Leistung. Wenn es im technischen oder steilen Uphill mal zur Sache geht, schlägt dieser Motor die Brücke zu den Full-Power-Motoren und macht Fahrspaß bergauf trotz Light-Konzept möglich. Und was im Vergleich zu vielen Full-Power-Motoren ein echter Vorteil ist: Das Ding hat bergab kein Getriebeklappern. Auch im Anstieg ist das Motorengeräusch eigentlich nur in der höchsten Unterstützungsstufe, dem Rocket-Modus, wahrnehmbar. In den unteren Unterstützungsstufen geht das Motorengeräusch im Fahrtwind und dem Abrollgeräusch der Reifen nahezu unter. Das einzige Manko, das das Fazua-System hat, ist der etwas wackelige Ringschalter hier, um das System zu bedienen. Man kann damit zwar auch im Gelände die Fahrmodi wechseln, aber die Wertigkeit des kompletten Schalters lässt noch etwas Luft nach oben. Auf dem Trail kommt auch noch ein innovatives Feature zum Vorschein, das das Fazua-System zu seinen Mitbewerbern deutlich abgrenzt. Wenn man den Ringschalter nämlich länger gedrückt hält, dann geht der Motor in den sogenannten Boost-Modus. Für bis zu 12 Sekunden liefert er dann 100 Watt Extraleistung. Mit bis zu 450 Watt Unterstützungspower liegt man dann annähernd auf dem Niveau von Full-Power EMTBs. Gerade in technischen Uphills ist es ein Feature, das einen wirklichen Mehrwert liefert. Apropos Full Power EMTB. Focus hat mit dem Thrawn Square bereits ein Modell mit demselben Federweg wie das VAM Square SL in der Modellpalette. Aber das VAM Square SL weiß sich durch das deutlich niedrigere Gewicht und das andere Motorensystem gekonnt vom älteren Bruder abzusetzen. Bei dem Bike hier geht es wirklich um die Performance auf sportlichen Touren.
Die große Frage dabei bleibt nur, welchen Biker spricht das VAM Square SL mit nur 130 mm an der Gabel und 125 mm Federweg im Heck an? Das Bike ist wirklich leicht, hat aber natürlich auch wenig Federweg. Und damit ist es fast schon ein Exot. Denn die überwiegende Mehrheit im EMTB-Markt hat deutlich mehr Federweg. Warum die meisten EMTBs mehr Federweg haben, lässt sich leicht erklären. Beim EMTB verdoppelt der Motor beim Bergauffahren die eigene Leistung. In der Spitze vervielfacht das sogar. Und deshalb verliert das Thema Gewicht beim EMTB etwas an Bedeutung. Und folglich muss man beim Federweg, der zwangsläufig auch immer etwas mehr Gewicht mit sich bringt, nicht mehr so knausern wie beim Bike ohne Motor. Und dann ist es auch so, dass ein EMTB immer 5 bis 10 Kilo mehr wiegt als ein klassisches Mountainbike ohne Motor. Und durch das zusätzliche Gewicht schadet es auch nicht, in der Abfahrt etwas mehr Reserven in Form von mehr Federweg dabei zu haben. Denn mit dem schwereren Bike steigt auch die Belastung auf das Fahrwerk und auf das restliche Material. Aber bei all dem Offensichtlichen sollte man nicht vergessen, mehr Federweg bringt auch beim EMTB nicht nur Vorteile mit sich. Und genau da schlägt die Stunde des VAM Square SL. Mehr Federweg bringt nämlich immer auch mehr Gewicht und vor allem auch mehr Säg- oder Negativfederweg mit sich. Und beides macht das Handling auf dem Trail etwas träge. Wirklich nutzen tut man den zusätzlichen Federweg eigentlich nur, wenn man im brutalen Gelände unterwegs ist. Auf zahmen Trails fährt man den zusätzlichen Federweg aber zum großen Teil umsonst spazieren. Und durch das trägere Handling und das üppigere Gewicht geht einem etwas Fahrspaß durch die Lappen. Denn wenn man das Vorderrad hochreißen will oder das Bike im Kurvenwechsel von links nach rechts schmeißen will, dann muss man das Bike immer auch erst aus dem Negativfederweg rausziehen. Und das kostet etwas Kraft. Und auch oberhalb der Unterstützungsgrenze fährt sich ein leichteres Bike geiler als ein schweres Bike. Mehr Federweg gibt einem also mehr Optionen bei der Streckenwahl, klaut einem aber auch Fahrspaß, wenn man diese Option gar nicht nutzt. Durch das niedrige Gewicht beschleunigt das Bike hier auch oberhalb der Unterstützungsgrenze von 25 km/h leichtfüßig aus der Kurve oder meistert kleine Gegenanstiege ohne großen Krafteinsatz. Sitzt man dagegen in einem Sattel von einem Full-Power EMTB, wartet man in diesen Situationen oft nur darauf, dass das Tempo unterhalb die Unterstützungsgrenze fällt und der Motor wieder einsetzt mit einem Unterstützungsschub. Federwegsgeschwängerte Full-Power EMTBs lassen auf zahmen Home-Trails oft wenig Flow-Feeling aufkommen. Und genau auf solchen Strecken sticht das VAM Square SL die Konkurrenz aus. Mit seinen 130 mm Federweg platziert sich das neue VAM Square SL gekonnt in einer Lücke, in der es wenig Konkurrenz gibt. Scott's Lumen hat genau denselben Federweg, ist aber etwas teurer und hat einen schwächeren Motor. Das Highbike Like oder das Orbea Rise haben 10 mm Federweg mehr und spielen das Thema Leichtbau weniger konsequent. Der Blick aufs Konkurrenzumfeld macht es nochmal klar, dass es aktuell kein anderer Hersteller schafft, ein Bike in der Preisklasse mit dem Gewicht und der Motorpower zu stellen. Wer hauptsächlich auf zahmen Trails unterwegs ist und mit dem 430 Wattstunden Akku zurechtkommt, der wird mit einem Bike belohnt, das sich vom Handling her nahezu so anfühlt wie ein Mountainbike ohne Motor. Und genau dieses leichtfüßige Handling weiß zu begeistern. Die Kehrseite der Medaille: Mit dem geringen Federweg verlässt man in wirklich ruppigen Trails die Komfortzone relativ schnell.